willkommen in meiner Küche. Ab und zu gibt es bei uns eine Käseplatte. Um diese abwechslungsreicher zu gestalten, lege ich als Beilage Kleinigkeiten dazu, wie zum Beispiel Weintrauben, spezielle Brote oder wie hier ein Dattel-Walnussbrot. Eigentlich hat es nur die Form eines Brotleibes, es enthält kein Mehl, muss nicht gebacken werden und ist im Handumdrehen hergestellt. Ich verwende hier entkernte Softdatteln aus dem Bioladen. 100 Gramm werden von Hand klein geschnitten. Dabei achte ich darauf, dass sich keine Rückstände der Kerne mehr darin befinden. Und der Inhalt dieser Dattel hier machte einen merkwürdigen Eindruck und wurde zur Seite genommen. Das ist der Vorteil, wenn man die Produkte von Hand bearbeitet und nicht einfach in eine Maschine legt. Mal abgesehen von der Tatsache, dass man anschließend auch weniger Aufwand mit dem Spülen hat. Die geschnittenen Datteln gebe ich in eine Schüssel und nun zerschneide ich grob 25 Gramm Walnüsse. Ich hatte sie von Weihnachten über und habe sie selbst geknackt. Auch dabei ist darauf zu achten, keine Schalenstückchen mehr dazwischen zu haben. Die Walnüsse werden zu den Datteln gegeben und beide Zutaten werden nun verknetet. Man kann sich dazu Handschuhe anziehen, frisch gewaschene Hände reichen aber auch. Durch das Kneten zerfällt die Struktur der Datteln und sie werden nach einem kurzen Moment ganz weich. Ein Teil der Walnüsse vermischt sich mit den Datteln und der andere will noch nicht so recht, aber das macht nichts. Die Masse gebe ich nun auf ein Brett und forme daraus einen Laib. Die Walnüsse, die daneben liegen, drücke ich von außen in der Dattelmasse fest, und zwar so, dass ihre Schnittfläche nicht zu sehen ist. Alles wird noch einmal fest angedrückt, ein klein wenig gerollt und komprimiert, so gut es geht. Und so sieht das Brot von unten aus. Der nun folgende Arbeitsgang ist nicht unbedingt nötig. Wer keinen Alkohol verwenden will, kann oder darf, lässt ihn einfach weg. In meine Schüssel vom Kneten gebe ich einen halben Teelöffel Marsala. Mit einem Backpinsel streiche ich das Brot damit hauchdünn ein. Ich finde, der Marsala gibt ein angenehmes Aroma und außerdem desinfiziert der Alkohol die Oberfläche. Im Wesentlichen ist nun alles fertig. Das Brot wird in Folie verpackt und freut sich darauf, zusammen mit dem Käse unser Leben zu versüßen. Es kann bei Raumtemperatur gelagert werden und ist recht haltbar. Ich habe hier einmal einen kleinen Käseteller vorbereitet. Von links nach rechts einen Ziegenfrischkäse in Asche, einen italienischen Ziegencamembert und eine französische Fourme d'Ambert, also einen Blauschimmelkäse. Dazu noch ein paar entkernte Weintraubenhälften. Man legt normalerweise die Käsesorten so, dass man links mit dem mildesten Käse anfängt und nach rechts hin die geschmacklich intensiveren Käse legt. Entsprechend sollte man beim Essen mit dem mildesten Käse beginnen. Fängt man mit dem intensivsten Käse an, schmeckt man die feinen Aromen der milderen Käse nicht mehr und das wäre sehr schade. Das Brot hat durch die Datteln eine angenehme Süße, welche aber durch die Bitterkeit der Walnüsse einen ganz anderen Aspekt bekommt. Zusammen mit den verschiedenen Aromen des Käses entwickelt sich im Mund eine sehr interessante Geschmacksvielfalt. Ich hoffe, ihr probiert dieses Brot einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!